Willkommen zurück, liebe Freunde der digitalen dentalen Unterhaltung. Heute wollen wir uns mit euch mal das große Online-Event von Dentsply Sirona, The Future of Digital Dentistry from Google Cloud and Dentsply Sirona zusammen anschauen. Was das genau vielleicht auch für uns bedeutet oder auch für euch da draußen, schauen wir uns doch einfach mal gemeinsam an. Let's dive right in. OBS läuft? Ich bin jetzt aufgeregt. Wir hätten uns Popcorn mitnehmen sollen. 3, 2, 1. Das hat doch Popcorn jetzt gewesen. Ja. Hello, and depending on where you are joining us from, good morning, good afternoon, or good evening. Kennst du ihn? My name is Issa Masay, and I will be your host and moderator today. And on behalf of the entire Dentsply Sirona family, I would like to give you a warm welcome to our first major announcement of the year. Today is not just about announcing new products, although that's going to be a big part of today's announcement. Today is about Weißt du zufällig, ob die mehr als nur eine Druckerankündigung we are going to introduce you to an exciting new future vision at Dentsply Sirona. One that puts the needs of our customers at the epicenter of everything that we do, by providing them with smarter solutions that make their lives easier. We are making a commitment to the future of digital Ja, vor allen Dingen weiß ich nicht in dem Zusammenhang, wir haben ja ein Versprechen quasi für besonders Zahnärzte, dass das Leben leichter gemacht wird. Ich bin mal gespannt, wie viel Laboranteil da tatsächlich mit drin stecken wird. So you can spend more time doing the thing that matters most, giving your patients the best care possible. Oh, große Worte. With that being said, we have none other than our fearless leader and CEO, Don Casey, here to elaborate more on what this future of digital dentistry means with Dentsply Sirona. Don, where are you? Hey, I'm right here, man. Super. Aber die schönen Sirona-Schuhe, die sie auf der INS hatten. Come on, man. You gonna leave me hanging here? Sportlich, der Oh, Mann. no way. I'm super pumped to have you here, man. Thank you so much. Well, hey, we already started talking a little bit about what this transformation might mean for us, but please give us some insight into what this future of digital dentistry is going to mean for Dentsply Sirona. Die erzählte Schreibweise von Dentsply Sirona. I'd start, what is it going to mean for our dentists? Also man könnte fast meinen, die hätten keine Kohle, um jemanden zu beschäftigen, der vielleicht mal vernünftige Untertitel macht. hat. What we've seen in digitization and all sorts of other industries and apply it to dental. What do I mean by that? Look, we have been on the forefront at Dentsply Sirona of digitizing lots of things. So think about Prime Scan, think about Orthofos, Galileos, all of these things where we've brought digital assets to dentistry. And what does that mean? It means that we can do better diagnostic and increasingly we can use things like... Würdest du das so unterschreiben? Die Sache ist, er redet ja gerade davon, dass Dentsply Sirona sehr viel für den quasi tatsächlichen Endkunden im Bereich Medizintechnik gemacht hat. Und ich finde schon, man kann da durchaus zustimmen, oder? Dass viel Triebfeder, viel Triebkraft aus dem Konzern rauskommt. Sie haben das CEREC-System auf den Markt gebracht, dadurch das intraorale Scannen nach vorne getrieben oder überhaupt publikfähig gemacht. Ich glaube, sie hatten auch mit eins der ersten digitalen oder voll digitalen Röntgensysteme. Ja. Das stimmt schon. Ich bin mal gespannt, was kommt. Fast jeder da draußen weiß, ich bin nicht der größte Sirona-Freund, aber gucken wir einfach mal. Aber ganz ehrlich, die Praxis bei uns war ja auch bis vor 5 Jahren eigentlich hauptsächlich auf Sirona ausgerichtet. Bei den Stühlen. Bei den Stühlen? Die Stühle finde ich über jeden Zweifel erhaben. Ich finde den Sirona Workflow immer so ein bisschen sperrig und eingesperrt. Gucken wir mal, was sie machen. Like treatment planning that's assisted with AI to help the dentist validate a diagnostic, really help things like SureSmile and treatment planning, help plan implants, but now we're going to take it to a whole new level. We basically have thought about digitization today about isolated machines. You know, you have a Prime Scan over here, you have an Orthofos over here, you know, that's all going to go away. Das ist mit einer der Sachen, die auch wir immer propagieren. Die Gerätschaften, die wir alle nutzen, egal ob es jetzt eine Milling Machine, also hier eine Fräsanlage ist oder ein Drucker oder die CAD-Software oder auch die CAM-Software auf der Laborseite, also jetzt für uns auf der Laborseite,
All das muss miteinander vernetzt werden, irgendwie, um einen vernünftigen Arbeitsablauf zu generieren. Ich befürchte aber, dass hier gemeint ist, quasi hausintern und im geschlossenen Closed Shop. Das klingt schon so. Er sagt alle seine Produkte, die er da drin hat. Schurzmal ist, glaube ich, ihr eigenes Aligner-System, was er gerade angepriesen hat, was sie jetzt gerade auf den Markt bringt. Ich bin gespannt. Machen wir mal weiter. What we are going to do is basically power up digital dentistry in a way that nobody's ever thought about. And by that, I mean we are literally going to be able to take images from where they're literally right at the chair side. We're going to be able to push them anywhere around the world. We can push it to... Ja, kann ich jetzt auch schon. Ist doch schon da. Also, keine Ahnung, egal ob wir MEHR nehmen, egal ob wir Carestream nehmen, eigentlich jedes intraorale Scansystem und auch auf der Seite der digitalen Röntgenaufnahmen ist doch eigentlich schon so weit vernetzt, dass wir theoretisch round the globe die Daten verschicken können, oder? Ja. Also nicht in einer komfortablen, eigenständigen Maske, da kenne ich es nur von MEHR und von Exocut. Na, das stimmt nicht. 3Shape macht es auch. Der Altero auch. Der Altero auch, stimmt. Also ich kann meine Daten schon verschicken. Ich bin mal gespannt, worauf er jetzt hinaus will. Also an sich das Verschicken ist möglich. Genau. Aber gucken wir mal. To a lab, you can share it with a specialist. You can share it with your patient. You can access this from anywhere. And not only are you going to get the amazing clarity and the diagnostic sophistication of these outstanding products that Dentsply Sirona is going to do, we're now going... Das heißt, er will mir jetzt gerade verkaufen, dass all seine Produkte jetzt noch mehr vernetzt sind. im Prinzip, denke ich, ist das die Aussage, ja. Was ja zumindest zuerst mal auch wertfrei so stehen bleiben kann, finde ich. Also, aber das ist ja das, wofür wir schon die ganze Zeit kämpfen. Alle meine Systeme müssen vernetzt sein und ich muss alle miteinander nutzen können. Gonna back it by a powerful engine that's going to be available anytime, anywhere, any place in a completely secure, medically graded security way that's just, I think, going to be transformative. Da bin ich gespannt, medically graded security way, ob das auch tatsächlich auf den deutschen Markt zutrifft. Ich nenne hier nur mal MDR. Das sind, glaube ich, mit die härtesten Regularien auf der ganzen Welt. Ich meine, nicht mal die Server von einem Unternehmen dürfen außerhalb von Deutschland stehen. Und wenn das jetzt in Zusammenarbeit mit Google sein soll, bin ich mal gespannt. Vielleicht eine Lösung für Amerika, aber nicht für uns. Lassen wir uns überraschen. Ja, ganz ehrlich, das müssen wir gucken, wenn das auf den Markt kommt. Aber So it's going to allow dazu noch ganz kurz. Die In-Lab-Software zum Beispiel macht ja auch bisher genau das in Deutschland. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht ein Ansatz ist, der MDR-konform ist, weil auch In-Lab ist ja in Deutschland nicht illegal. Nee, das stimmt. Oder nicht zu benutzen. Also das ist ja auch eine... Aber ich darf zum Beispiel wiederum keine Bilder über WeTransfer teilen. Das ist richtig. Das ist wiederum dann nicht safe. Und deshalb bin ich gespannt, was Google Cloud dazu sagen wird. Schauen wir mal. dentists all over the world to partner with specialists and labs to approach more complex cases, approach it with confidence, deliver better patient outcomes, and Das ist das erste Mal, dass überhaupt über Labore gesprochen wurde in dem Zusammenhang. Nee, war vorher schon einmal. Ja? Ja, dass du deine Daten mit deinem Labor teilen kannst. really change the efficiency of the office because literally it's going to almost power the office in a totally new way. So super excited about this. And it's hard for us to get excited about this. Come on, we invented dental x-rays. I mean, so many things that we've done. We were the first people to put a CAD-CAM picture with an orthophose picture with the CBCT. I mean, we've done this before, but you know what? We've never put it all together in such a way that I think is totally transformative. Aber ganz ehrlich, das hatten sie doch schon, oder? Bin ich ehrlich gesagt, also ich bin kein Sirona-User, kann ich dir nichts zu sagen. Okay. Don, I mean, this sounds unbelievable. This is all really exciting because, like you said, we are going to sehr excited. transform the way that dentists and labs sehr and also überschwänglich, the sehr patients überschwänglich. experience things in the future. To dive in on that a little bit more, I feel like there's going to be a lot of implications to our software and like our digital landscape as a result. Can you tell us more about that? Yeah, you know, it's interesting. Our hardware at Dentsply Sirona has been breakthrough in so many different areas. But today we're announcing a partnership with Google that I think is going to be transformative in how we think about our software. You know, historically we thought about there's a machine, you know, there's a PCP board, and a lot of the diagnostic is done there, and it's done in the office.
It ignores the power of creating a network, and it ignores what we could do. So when we said, all right, look, we've got to create an entire ecosystem built on digital diagnostics, that you can take those diagnostics and share them, store them, move them, and it's transformative. But we said, hey, look, while we're really good at that, we wonder if there's a partner that we could go out with and that could jumpstart an entirely new way of thinking about cloud, thinking about AI, thinking about software development, and who better than Google? So we are incredibly proud to be collaborating with Google in a whole new way that's going to allow dentists all over the world to store imaging, share imaging, push it into diagnostics, push it to a lab, push it to a specialist. We're going to be able to do that at an economical rate, and it's going to be done because it's Google in a secure way that's going to be appropriate for every location around the world. So you may be sitting in an office and you're going to be able to access it from a treatment center. You're going to be accessed on your laptop. You may be home working at night and you're going to be able to pick up the imaging and look at it. You're going to be able to correspond with labs and other people instantly, securely, in a way that I think is going to blow people away. If you think about, just how Google has changed. Ist das wirklich die Erwartungshaltung an den Arzt oder an den Labor, keine Ahnung, Betreiber in Zukunft? 24/7 zu arbeiten? Ja, also ich weiß es nicht. Sicherlich, es gibt Fälle, da willst du noch mal drauf gucken, gar keine Frage. Ob ich das jetzt überall und immer können muss, weiß ich nicht. Ich will es nicht. Also ich habe auch mal einen Feierabend, aber gut. World in so many different ways. You remember it was like a search engine and then there was YouTube and all this stuff. I can program an iPhone and today I hit YouTube and I can figure it out. So I get very, very excited about this collaboration, this partnership, because I think it's going to bring extraordinary benefits of collaboration and connectivity into our software design. And it's going to allow us to really crank it up because we've got such a great partner with such a great platform that's going to really simplify our approach to software. Also nicht, dass ihr das falsch versteht, ne? Das hier ist ein Google Phone, ich habe die Google Pixel Buds draußen, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Verrückter, der irgendwie seine Daten unbedingt beisammen halten will. Sind wir beide nicht, aber... To that point, I mean, I think that there's always a process of development that has to happen in making these things become a reality. Stimme ich voll und ganz zu. Die Entwicklung dahin, die werden wir sowieso nicht aufhalten können. Aber es geht halt darum, wie sensibel das ist, was wir tatsächlich speichern müssen. Und ich meine, der gläserne Patient will eigentlich keiner von uns sein. Reality. How do you see this overall vision evolving over time? Well, look, we have 100 years of history in evolving, but when you're going to start moving into the speed of digital that we've seen in so many, like in B2C and B2B areas, and even how social media has evolved, we know that we have to change our approach. We're going to have to be able to rapidly innovate. So look, first, we have a great partnership that's going to allow us to incrementally innovate on a very, very consistent basis. So historically, we've been a company that's bam, here's PrimeScan, whoosh, and then 5 years later there would be another big piece of equipment. What we're saying today is, no. The machines are incredibly important and they're always going to set the standard for diagnostic accuracy and ease of use. But what we're saying now, we think we can change the game because the software is going to provide more and more power. Das ist unsere Aussage. Die Software hinter dem Produkt. Du hast letztens erst das Video gemacht. Ja. Wie heißt es? Die Software ist kaufentscheidend. Genau. Findet ihr übrigens da oben irgendwo. Schön gesagt, hätte ich eigentlich sagen können. Nein, hat er voll und ganz recht mit. Ich brauche ein anständiges Gerät für die Aufnahme, aber das viel Entscheidendere ist die Software hinten raus. Stimme ich ihm voll und ganz zu. Ja. To these diagnostics. And as well, we're going to start bringing AI. And, it's going to change our... Auch das AI, in dem Zusammenhang künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence, eine Sache, mit der wir uns auch unbedingt auseinandersetzen müssen, egal ob das in Zukunft automatisierte Konstruktionen sind von Zähnen auf der Laborseite, ob das Auswertungen von CBCT, also hier DVT sind. Ja, das ist ein Zukunftsfaktor, den dürfen wir nicht außen vor lassen. Our approach with rather than have just a giant reveal, it's going to be incremental innovation. And just look at Google. Again, I kind of referenced this a minute ago.
where we started with, there was a search engine, right? And then there was Google Maps. And if you look at the ecosystem today, you never really realize how integral it is to your life until, wow, you look at it. And it was all done incrementally. So look, today we're super excited. We're announcing a partnership. It really, we believe, is going to transform the idea of software that's related to a specific piece of equipment. In der Wiederholung liegt die Power, nicht wahr? Muss ja auch hängen bleiben. More efficiency, it's easier. We think it's much more cost effective. But more importantly, it's going to allow us to do things where every single month there's going to be an innovation. And before you know it, this ecosystem will literally transform how people are going to practice dentistry. And then when you think about it, we're excited because we're announcing our first piece of equipment that's really going to take advantage of this, which is our Prime Print product, which we are unbelievably excited about. Jetzt kommt der Drucker. Again, das war's jetzt zu Google? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist, wenn ich hier dem Balken folge, kommt da nicht mehr viel. Nach so einem Quatsch. Wir haben doch noch hier bis ans Ende. Da ist die Zäsur. Ja, das ist richtig. It's hard to really overestimate how excited our entire team is because, look, we invented digital X-ray. Und das ist wieder eine Sache, die kann ich nur unterschreiben. Die Euphorie, finde ich, die in der Branche umgeht. Und auch das neue Arbeiten. Ich war ja letztes Wochenende erst wieder auf einer Fortbildung unterwegs oder für jemanden und habe fortgebildet. Und die Sache ist, die Leute spüren die Begeisterung. Man kann wieder miteinander reden und auf einem neuen Level reden. Das ist einfach mega cool. Das ist so, die Branche ist im Aufbruch, was das angeht. Und da ist auch, finde ich, so ein bisschen was Euphorie durchaus angebracht. Und auch, dass er sagt, unsere Leute haben Bock da drauf. Das ist jetzt amerikanische Euphorie. Aber das ist mir egal. Ja, ist ja alles gut. Scanning. Now we think we're inventing the digital future. Wow, that sounds unbelievable. And I just wanted to We are take a inventing moment to the just recognize future. you just said we're releasing a new 3D printer. That sounds amazing. Can you tell us more about that? Okay. Hey. Also, jetzt kommt der Drucker. Das war's dann wohl mit Google. Bisschen schwach, ne? Aber ich glaube, der ganze hintere Teil ist noch Google, Max. Na schon. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ich gucke das ja das erste Mal. Dann lass uns weiter gucken. Prime Print. We are really, really excited about it. Typically we would have launched this at something like a Chicago midwinter, and now with the pandemic, we're going to do it virtually. So today, for the first time, we're starting to talk about Prime Print. It is an amazing product in terms of ease of use, in terms of it's a medical grade. Das werden wir erst noch rausfinden müssen, Kollege. Da bin ich echt mal gespannt. Das ist mein Highlight dieser. For the dentist, because literally with a 3D printer in there, a night guard, you're going to be able to do splints. Du darfst das gar nicht sehen. Das ist nur für den Dentist, stand da. Und beziehungsweise er hat es gesagt. Klingt so, als ob es nicht für Techniker und Labore gedacht ist. Guides. You're going to be able to make a model, and you're going to be able to do easily. And we're introducing a whole service. Moment, was hat er jetzt genannt? Er hat Modelle genannt. Splints, also Schienen und OP-Schablonen. Und OP-Schablonen. Das hört sich in meine Begriffe, also was drucken wir alles? PVs, Bohrschablonen, Splints, also Schienen sind bei uns außen vor, die werden gefräst, okay, aber das Material gibt es auch dafür. Wir auch, könnten wir machen. Wir haben Prothesenkunststoffe, Prothesenzähne. Wir haben auch Superkonstruktionen gedruckt und danach gegossen. Castable Wachs, genau, richtig. Was gibt es noch alles? Sogar definitive Kronen mittlerweile als Material. Also benutzen wir jetzt auch nicht wirklich, aber... Knochenstrukturen aus dem DVT heraus. Genau, richtig. Löffelmaterialien, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die Produktpalette scheint hier doch noch ein bisschen eingeschränkt zu. Also zumindest jetzt nach dem, was er sagt. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. So if you want to do the design, great. If you want us to do the design or our lab partners do the design, great. Ja, Sirona, wir drucken für euch. Die Sache ist in dem Zusammenhang, wir haben durchaus ja mit vielen von euch da draußen Kontakt auch über die Kommentarspalten oder wie auch immer. Das Interessante war ein letztes Telefonat mit einem Zahnarzt aus dem Süddeutschen. Ja. Und der meinte einfach nur, ja,
das Problem an der Sirona-Welt, er ist eingefleischter Zerek-Kunde gewesen, war für ihn, dass er quasi das Gefühl hatte, nur noch für die Firma Dentsply zu arbeiten und eben nicht mehr für sich selber. Und das finde ich schon problematisch, gerade in dem Hinblick auf, ne, wir versuchen die Fertigung da quasi euch abzunehmen. Das ist natürlich, ne, ein Statement von jemandem außerhalb, das ist auch nicht unser Statement, aber es geht einfach nur darum, dass das durchaus die Wahrnehmung im Markt ist bei einigen Leuten und das finde ich ist hier auch mal angebracht, das zu sagen. Bring something that is transformative because look, there's some printers out there that are good in dental. Nobody started with the idea that how do we build a 3D printer that's instantly integrated to the Dentsply Sirona network and provides. Warum sollte er auch? Ja, aber er hat ja recht. Es gibt hervorragende Drucker da draußen, gar kein Problem. Aber die Betonung ist hier wirklich drauf, es ist, und da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist in dem Closed Shop von Dentsply Sirona drin gefangen. Ja. Incredible ease of use, safety. I can't even begin to tell you how excited I am. As a matter of fact, my entire office at this point is filled with things that were all 3D printed. And it's amazing. You show people this stuff and they're like, where did that come from? Willkommen in der Zeit, die wir vor 5 Jahren erlebt haben. Also ich glaube, jeder, der in den letzten 5 Jahren vielleicht auch schon 10 Jahren einen 3D-Drucker angeschafft hat, wir haben alle mal irgendwas probiert, ob es die Paw Patrol Hundemarken für die Kinder waren, ob es, keine Ahnung, irgendwas anderes eine war. Roleplay-Figur. Ja. So again, if you think about what we're doing with software, you think about our Google partnership, and this is just the first of, I think, will be an unparalleled set of introductions over the next 18 to 24 months that I think literally will reset the bar of digital. Also Sie nehmen sich jetzt noch 18 bis 24 Monate Zeit, um das System tatsächlich zu etablieren. Verstehe ich richtig, oder? Also auch in der Partnership, also so wie ich das jetzt. Dentistry all around the world. Wow. Well, Don, I just want to say one more time, from the bottom of all of our hearts, thank you so much for giving us some of your time and getting us all really excited. This is easy for me. I just get to look at all the cool stuff this team has designed. I'd actually like to thank first our customers because we have been working with them to make sure everything we're launching works seamlessly and is as transformative as possible. But the other thing is the engineers and the software capabilities that we now have in the organization. I got to thank those guys because today they finally get their coming out party and it is going to be a big bang. Kann ich mir vorstellen, dass die viel I think Spaß it might haben be a heute. really good time to Oder learn a little an bit dem more Abend about this hatten. product, you know? Oh, let's go. So once again, thanks so much, Don. It's always a pleasure to have you. Definitely look forward to seeing you again soon. I'm really excited to introduce our next speaker. She's traveled all over the world visiting dental offices to understand what dentists really need from a 3D printing solution. Was wäre denn, also was würdest du denn sagen? Also mal gesetzt dem Fall, du würdest in der Praxis, also jetzt nicht bei uns oben im Labor, sondern du würdest für die Praxis einen 3D-Drucker anschaffen wollen. Was müsste der denn für dich können, damit du sagst, das ist ein Gerät, was du dir leisten würdest? Bevor wir jetzt dazu kommen, was es tatsächlich kann. Also Modelle brauche ich nicht oder seltenst. Ja gut, das ist ja... Das ist ja just for show. Das haben sie ja schon gesagt. Ich kann Modelle und OP-Schablonen selber machen. Es geht nicht darum, was die jetzt gesagt haben, sondern was du haben wollen würdest von Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Zukunft dahin gehen wird, dass wir immer mehr gedruckte Restaurationen haben werden. Ob ich mir da meine Provisorien nach dem Scan drucke, vielleicht aus einer... Aber siehst du das bei dir in der Praxis? Nein, sehe ich nicht, aber das ist genau das, was wir ja schon immer sagen. Ich habe keine Lust, selber meine Krone zu designen. Dafür gibt es Techniker. Aber es könnte ja auch sein, dass du zum Beispiel von dem Gedanken ausgehst, keine Ahnung, also wir reden jetzt nicht über dich, sondern wir reden über irgendeinen Zahnarzt und der sagt zum Beispiel, hey, ich würde das total geil finden, wenn ich meine Eierschalenprovisorien direkt in der Praxis drucke. Also ich glaube, aus reinem Praxismarketing kommt ein Drucker unheimlich cool an. Die Patienten finden 3D-gedruckte Zahnersatz, wir drucken uns ja Provisorien oder sowas, drucken wir uns ja. Das finden die schon cool. Aus marketingtechnischen Gründen kommt das bestimmt gut an. Ich bin gespannt, was sie für einen Background dahinter haben, dass ich mir dann da eben selber mein Provisorium drucken kann.
In meiner Welt muss da einfach der Background stehen. Ob da jetzt, also ich arbeite ja nicht so, ich konstruiere auch nicht selber, dafür habe ich Techniker. Es mag vielleicht Leute da draußen geben, die Lust haben, sich da selber ihr Provisorium zu konstruieren und dann selber zu drucken und dann einmal auszuarbeiten. Keine Ahnung, ich mache es nicht. Ich vertraue auf meinen Techniker. Gucken wir mal. Making her our expert in 3D printers. So, Alyssa Riddle, I don't exactly know where you are, but it looks really cool. Aufwendig gemacht, schön die Tresortür mit dem Logo hinten drin. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen too much, aber okay. Ich finde, es sieht aus wie ein Rondenhalter von der Fräsmaschine. Ja, Rondenhalter und da ist das Logo und das finde ich jetzt ein bisschen too much. You wonder why I am here today. Well, this is the door to our secret laboratories, where we're working on all the exciting solutions that we want to bring to you. We did plenty of market research. We talked to dentists, we talked to lab technicians, and we really wanted to understand what are the pain points in 3D printing and how does the solution need to look like in order to meet your needs. A solution that is completely thought through and is actually part of a larger universe. To make this simple, a solution that deserves the label Prime. I'm extremely honored and thrilled to share this moment with you today and lift the curtain. So are you ready to take a look behind our secret door? What's the code again? I'm just joking. Of course it scans my face. Funny. Flachwitz. Oh, we got a James Bond incoming. Impressive, Mr. Prime. Arriving Mr. late Prime. at the time machine. Bravo. Well, on my watch, it's party Ich time. find's cool. Let's get on with the brief, shall we? As I'm sure you're aware, Mr. Prime, 3D printing is nothing new, even in dentistry. But until now, the whole business has been somewhat, let's say, analog. I'm glad to say that we've done nothing less than revolutionize the whole category. We developed a completely new 3D printing process that combines DLP printing technology with software, a broad range of validated material, innovative algorithms, and fully automated post-processing. Yeah, that sounds fantastic. Oh, da ist sie wieder. Not to worry, Mr. Prime. Everything will soon become clear. See for yourself. Ach, guck mal, sie muss die Finger auflegen. You're looking at the inside of the machine itself, or rather a digital simulation of it, that helps to understand the new process. Let's start with the printing process. The creation of the actual physical application. Whoa! This viscous liquid is resin. Fascinating stuff. Hat sie nicht gerade gesagt, die neue Technologie? Ja, hat Aber der Resindrucker, egal ob jetzt DLP oder SLA oder wie auch immer, mit Resin ist doch kein revolutionär neues. Na egal. Very reactive. So reactive that we can convert it layer by layer into a hard material. Just by shining a light onto it from below. An sich finde ich das ja cool. Ist so ein bisschen Sendung mit der Maus, gepaart mit James Bond. Ist ja ganz nett gemacht. Wenn James Bond und die Sendung mit der Maus had a baby. Ja. Wow. That's just like magic. Isn't it just? But the real game changer is still to come. Oh, oh. Whoa! Post-processing is just as important as the printing process itself. The printed object is designed for clinical application. Therefore, it's essential to eliminate any trace of the reactive resin, which means our application needs a wash. I see. So, it's like a car wash. Well, if you drove your car into a whirlpool filled with highly concentrated isopropyl solution. Also es ist ein ganz normales Waschbad mit Isopropanyl, Isopropyl, Entschuldigung, Ja. Alkohol jetzt. und Aber das scheint ein Kartuschensystem zu sein.
and then you did it again, just to make sure, then yes, it's exactly a car wash. Muss ja ganz ehrlich sagen, die Robotertechnik mit Arm bewegt die Teile tatsächlich vorwärts, finde ich ganz cool. Aber es ist halt die Frage, wie das zeitmäßig nachher zusammenpasst, also Druck zu Reinigungszeit. Also The next step speaks for itself. Wie groß die Druckplattform wirklich ist, haben sie noch nicht gesagt, ne? ja, aber kannst ja abschätzen. So, how many steps again? Wo kommt die Luft her und wohin wird sie abgeführt? Ja. Kommt mir jetzt gerade so in den Kopf. Also, dass quasi Luft angesaugt wird, ist ja in Ordnung, aber die muss ja auch tatsächlich, also das Isopropyl muss ja ausdünsten. Irgendwo muss das ja hin. Ob das gefiltert ist? We're almost done. But for the next one, you'll need your shades. Yeah. Kommt Licht über jedem anderen auch. Ja. Oh. Not too bad. Ready? Always. Action. These lights make sure to convert any Wenn er auch Musik macht, will ich den haben. Dann tanzt du aber auch bitte genau so. Polymers. Polymers. Everything you've seen, Mr. Prime, fits into these two devices, along with an ingenious software, of course. Oh, that's impressive. May I? Sure. Da sehen wir die beiden Schätzchen zum ersten Mal. Ich würde sagen, links der Drucker, rechts das Waschgerät. Wahrscheinlich. Also was wir gerade hatten, es scheint ja schon mal abgeschlossen zu sein. Also das heißt, vielleicht wird die Luft tatsächlich gefiltert. Keine Ahnung. Hast natürlich auch weniger Verdunstung dadurch. Hast du bestimmt. Aber Bin ich ziemlich mal im Brocken, gespannt. ne? Ja, also ist schon ziemlich groß. Gefällt es dir ästhetisch? Also würdest du sagen, Ist halt Sirona-Design, ne? Hingucker? Also ganz ehrlich, das ist nicht für einen Laborbedarf, das siehst du jetzt schon. Das ist für eine Praxis, das stellt sie in eine Praxis. Okay. Ja, also Das ist typisches, es sieht das nicht ist, nach einem Arbeitsgerät aus Nö, das eigentlich. ist typisches Sirona-Design. Ich mag es ja ganz gerne, also an den Einheiten etc. Ja. Gucken wir mal. Da hat man die Plattform gesehen. Ja, waren 5 Just Schienen press drauf, glaube ich. fast forward already. Of course. After all, I am the expert. Also sie wollen darauf hinaus, es ist kinderleicht zu bedienen, denke ich mal, oder? Aber ganz ehrlich, 3D-Druck, wenn man es vergleicht mit CAM-Systemen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist in der Bedienung eigentlich schon immer einfach gewesen. Ja. Also Du musst keine Fräsbahnberechnung machen und nichts. ja, du hast halt die Das, Layers. was die ja jetzt komplett außen vor lassen ist, da waren jetzt, glaube ich, 5 Schienen, egal welche Schienen jetzt drauf waren, ist ja alles schön und gut. Den Produktionsprozess vor oder den Konstruktionsprozess vor sind sie gar nicht ja drauf gut, eingegangen. aber das ist die Standard-In-Lab-Software von denen. Ja gut, aber das musst du dann, das ist jetzt aber die Frage, kann ich da jeden Datensatz drauf geben oder bin ich da auch wieder gezwungen mit Sirona InLab oder wie auch immer die heißt zu arbeiten? Schauen wir mal. Ah, okay. Das sieht aus wie ein Britta-Wasserfilter. Okay, also Es wird in diesem Teil gedruckt oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. oder ist da jetzt nur im Prinzip der Stempel Der drin? Stempel wird wahrscheinlich in dem Kanister abgelegt, sodass er Wahrscheinlich. abgeschlossen ist. Ist vom Grundsatz her ähnlich wie die Powderdrucker. Ja. Also die SLS oder ja, Druckverfahren. Okay, also geschlossen rüber transportieren. Ich habe mir auch schon mal eine Hose versaut, als ich was aus dem Drucker genommen habe, gebe ich ja offen zu. Ganz ehrlich, Matscherei ist das. Das Ja, ja. Problem ist halt, wie das scaled. Ne? Also wenn du jetzt hingehst und sagst, kommt bestimmt noch was zu. Also wenn das schon so aufwendig gemacht ist. Piece of cake.
gesehen, was da durchgeflogen ist? Ja. Da gehen wir noch mal kurz zurück. Moment. Piece of cake. Wir haben Prothesenbasis. Prothesenbasis, Löffel, Modell, Bohrschablone. Zähne. Sieht aus wie Zähne. Ja, weiß ich Ist nicht. jetzt gerade unscharf und ist blind. Ja. Und Prothesenbasis. oder Modellguss vielleicht. Modellguss könnte auch sein. Und ein anderes Modellmaterial oder was Ähnliches. Biokompatibel auf jeden Fall. Was die mit diesem Föhn haben. My watch is ready. It's prime time. Mal Hand aufs Herz. Marketing können sie. Marketing können sie. Ich finde es Also, ein bisschen over the top, aber gut. Ich mag die beiden. War klar, dass du das magst. So as we've just heard, it's prime time again. Or to be more precise, it's prime print time. I am really excited to share with you our latest solution today and what will be a major step in digital dentistry for practices and laboratories alike. But I don't want to talk about prime print all by myself today, but was Practices and laboratories alike. Weiß nicht. able to get some support. Coming directly from Orono, Minnesota, one of our biggest key opinion leaders at Dentsply Sirona. Welcome. Das ist die schönste Schriftweise bisher. Dentsply Sirona. Das ist cool. Leute, man kann ein Subtitle auch selber einstellen. Aber das... Dr. Mike Scramstead. Scramstead. Thank you. It's an honor to be here. Pleasure is mine, Mike. Would you mind helping us turning the light back on? Absolutely. Kaputt. That didn't work. Wow. Energetic. Der Erste, der da drauf einen Fingerabdruck hinterlässt, wird erschossen. Guck, das Ding sieht so groß aus wie ein Thermo. So, Ja, Mike, erstmal you've been unterstellen testing können. these two guys for quite some time now. Before you share your experiences, why don't we have the audience have a look at where you normally work? Sure. So I practice in Orono, Minnesota, which is a suburb of Minneapolis. Here is my front gar desk nicht mein and Stil, ne, aber- reception Ja, area. aber um Gottes Willen. Ne, So so we built jedem das 13 seine. operatories and really Sieht schon schick with the aus. vision Also ganz of ehrlich, surrounding our schöne office with Zimmer. technology. So with Dentsply Sirona's help, we've surrounded our whole entire office with the proper technology to be successful. And here's our... Wenn man das sieht, würde ich jetzt mal schätzen, dass der durchaus wirklich viel selber macht in der Praxis, oder? Hier steht eine Prime Mill, hier hinten noch eine MX. Ja, der hat einen irgendwas. Techniker. Hm? Ja, aber es sieht nicht nach einem tatsächlichen Labspace aus eigentlich. Also nicht nach einem Labor, sondern eher nach einem Konstruktionsplatz mit 2 Nassschleifeinheiten. Ich weiß es nicht. Kann ich dir aus den Bildern Ich auch sagen. nicht, aber the proper technology to be successful. And here's our newest piece of technology, the Prime Print. kann man ungefähr abschätzen. 60 in der Breite ein Schrank, oder? Keine Ahnung, wie Also, die Amis das aber machen. ein Schubladenschrank im Normalfall so ungefähr 60 cm in der Breite, oder? Ja. Aber von 1,20 Meter in der Breite aus für beide Geräte zusammen. Und tief, ne? Ja, und tief. Genauso tief wie eine Arbeitsplatte, also 80 irgendwas. ja. Ja. Obwohl die sind ein bisschen... Congrats, Mike, to such an amazing office. Looks really nice. Well, flipping it back to Prime Print now, as said, you've been a beta tester for quite some time. So tell us, what are your first thoughts and impressions? It's really been an eye-opening experience just to see how smart, simple, and safe 3D printing can be. It's really the easiest way to 3D print. And I think after today, those who are looking at 3D printing are going to feel confident that the Prime Print is the right solution to take that first step. I'm really happy to hear that you had such an outstanding experience right from the start.
I mean, you know this already, but I have to confess, I'm a grinder at night. So, would you mind providing... Was eine Überraschung. Ja. Ist das nicht bei jeder Druckervorführung so? Dass derjenige, der es präsentiert, ein Grinder at night ist? Also ein Bruxer oder wie auch immer und eine Schiene braucht? Providing me with a new night guard today? Sure. Obviously, we don't have time to do a proper appointment now, so we went ahead and we scanned Lisa's arch yesterday, and we used the splint design software to go ahead and make her a new splint. Use the splint design software. Ich würde sagen, es ist Bist du in der Sirona-Welt? Ich denke, es ist InLab. Also keine Ahnung, dafür kenne ich mich genug aus, um zu wissen, dass man mit der InLab-Software auf jeden Fall... Es ist ja im Prinzip auch ein Exocad-Derivat, wenn man so will. Also... So should we get started? Yes, let's walk over. So what I really love the most about the Prime Print is it's a simple 4-step process to complete the part. Hast du noch den letzten kurz? Da. Ah, okay, sorry. Fast forward. One click onto prepare print file. Okay, also der macht eine automatische Positionierung auf der Plattform. Also hier sieht man hochkant gestapelt. Okay, Kartusche einlegen, finalisieren. Also das ist das einzig Neue hier mit dieser Prime Print Box, was ich bisher noch nie gesehen habe. Also ja gut, der Druckvorgang per se mit Resin funktioniert ja nun mal nicht anders. Ist schon klar, aber das einzig Neue in dem ganzen Ablauf ist für mich im Moment die Prime Print Box. Und ich meine, ich habe dir ja oft genug über die Schulter geguckt, wenn du was druckst. Das Ding positioniert dir ja Objekte eigentlich schon von selber auch in unserer Software möglichst optimal. Ist übrigens ganz interessant, der Typ, der die Software bei Formlabs zum Beispiel dafür geschrieben hat, der vom MIT kommt, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Stuff Made Here. Wer so ein bisschen was... ist schon ein bisschen nerdig, aber ganz unterhaltsam. Ja, ist sehr unterhaltsam. Und der hat den Algorithmus geschrieben, der diese verschiedenen Strukturen, also die Unterstützungsstrukturen an den Druckobjekten platziert. Ist mega cool. Darf man hier verlinken? Ja, können wir machen. Ensuring a simple process throughout the full 3D printing workflow was very important to us. Ultimately, printing should increase the productivity of your practices and labs. So it was crucial to us to, on the one side, make this as efficient and reliable for you as possible, but on the other side, also ensure that you don't need to be a printing expert to operate the system. Da muss ich ganz kurz einhaken. Für einen 3D-Drucker, wirklich, Hand aufs Herz, niemand, wirklich niemand muss ein Experte im 3D-Druck sein, um mit egal welchem 3D-Druckverfahren, also gehen wir mal nicht von den 200 € Baumarktdruckern aus. Nein. Sondern reden wir hier über eine Preisklasse von 5 bis, was weiß ich, 20.000 € oder sowas. In der Preisklasse ist bei keinem Drucker irgendeine die Expertenrolle ist vorher im Konstruieren. Genau, richtig. Du musst eben wissen, welche Datensätze gebe ich dem drauf. Aber in dem Sinne, das Nesten ist... Also ich finde, das ist noch nie ein Problem gewesen. Also 3D-Druck ist die einfachste CAM-Programmierung oder CAM-Nesting-Konstruktion, die man überhaupt sich vorstellen kann. So let's go ahead and look at step number 1. So as you can see, Lisa's splint has been automatically uploaded into the new CAM22 software. And the software is intuitive enough where it even knows the correct resin on the right-hand side for that particular job. On the bottom part of the screen... Auch das kann eigentlich jede Software. Wir geben an, welches Material. Wir haben per Knopfdruck unseren Drucker zum Beispiel in der Exocad angebunden und können direkt hingehen und sagen, Druck da drauf. Das ist... Da steht übrigens InLab. Genau, ja. Richtig. Soll das jetzt nicht runterspielen? Nein. Das ist völlig in Ordnung. Aber das ist ein normaler Arbeitsablauf. Genau, richtig. Es ist ein normaler Arbeitsablauf einfach. We have what we call the fast forward button. By simply clicking that arrow, it brings you to the production screen. Now in the production screen, the software is going to position that part. Mich würde ja mal interessieren, was ist, wenn ich normal Forward drücke. Dann kann ich wahrscheinlich dann noch einen zweiten oder einen dritten mit auf die Plattform legen. Was ich viel interessanter finde, ist, was passiert, wenn tatsächlich mehrere Schienen einfach eingeladen werden, ob die dann auch automatisiert platziert werden
oder ob ich die dann quasi noch bewegen und drehen und wie auch immer ausrichten kann. Aber selbst das wäre ja auch nichts Neues. Das können andere Druckersoftwaren auch schon. Ja, nee, aber wie gesagt, es sollte auch nicht um was Neues gehen, sondern einfach nur um... Aber das zeigt mir in diesem Fast Forward, die setzen auf Just-in-Time-Production. Das weiß ich nicht. Vielleicht sehen wir gleich die Zeit für den Druck. Structures to automatically optimize for success. So one-click complete automation. And that's what we call dental intelligence. So we used all the know-how that Dentsply Sirona has collected over the years when it comes to designing patient-specific appliances. Ist das nicht auch gefährlich eigentlich, wenn du mit einem Gerät umgehst, das alles für dich übernimmt und du gar keine Expertise mehr im Umgang aufbauen musst? Ich meine, ja, aber gut, dem hast du ja gerade widersprochen. Also ich meine, da geht es ja jetzt nur noch eigentlich um die Fertigung. Klar, wir müssen den Produkten vertrauen, dass die Produkte mundzugelassen sind etc. Ich persönlich fände jetzt die Lab-Software dahinter, wie schnell kannst du den Splint oder die Schiene konstruieren, um sie dann zu drucken, fände ich jetzt den wichtigeren Part, als wie das Ding da druckt. Aber ja gut, es geht ja um den Druck. Ja, es geht um den Drucker, ist schon klar. Aber and we build it into the cam to make it as easy as possible for staff to run through the job preparation. So Mike, how long does this step take normally for you? Well, depending on what I'm printing, if it's a surgical guide, a provisional, a splint, or a model, anywhere from 20 Provisional ist also auch mit in der Produktliste auf jeden Fall. 20 seconds to 2 minutes. 20 Sekunden? Die Vorbereitung. Also das nicht der Druck selber, sondern dieses Rüberschicken. Dieses Rüberschicken, genau. Sehr gut. Aber das sind absolut normale Zeiten für das Nesten von Objekten. Also das finde ich jetzt... Also das ist nicht outstanding oder so neu, dass es irgendwie besonders wäre. Well, that's pretty good. Yeah, it's great. So Lisa, would you like to print your splint? Yes, please. All right, so to start the printing process, all you need to do is click on the Start Production button. As soon as you do that, the software will begin printing immediately. Fantastic. So this will not even take half an hour now for printing, but... Okay, da haben wir es. Eine halbe Stunde für eine Schiene. Jetzt würde mich interessieren, wenn der Druckvorgang eine halbe Stunde dauert, wie lange braucht denn das Post-Processing? Gucken wir mal. Weil wenn du das quasi desyncst, also quasi wenn die beiden Gerätschaften natürlich nicht synchronisiert laufen, hast du immer Totzeiten von einem der beiden Geräte. Und kannst ja gar nicht effektiv oder quasi auf der Laborseite ist es ja interessanter als jetzt in der Zahnarztpraxis, große Stückzahlen in entsprechender Schlagzahl herstellen sozusagen. Guck mal, wie es weitergeht. Nevertheless, Mike, shall we go over and while this is printing, we'll have a look at the details on step number 2? Sure. So what we can see here is actually the full prime print solution, including the software, the hardware, the consumables, and all the accessories that are needed for the workflow. Over there, where Mike is standing, this is prime print, and this is prime print PPU, the post-processing unit. So something that I would like to show you is this one here. It's the prime print cartridge, and it actually contains the resin. What I find is really clever is the material is completely sealed all the way. So you're never in touch with the material, meaning there's no mess, it's a really easy handling process, it's very comfortable to move from one material to the other, and it ensures a very smooth process. Ist das so besonders? Also wir nutzen Formlabs-Drucker in der Hauptsache. Ich weiß, dass bei anderen der Kontakt mit Resin eher da ist, weil man halt die entsprechenden Nachfüllbehälter aufdrehen muss und das reinfüllen muss. Ist nicht optimal, ist auch definitiv Matscherei, finde ich nicht gut, aber gerade bei den Formlabs-Druckern zum Beispiel ist das genau dasselbe Prinzip. Ist auch, ich wollte das schon sagen. Also. The second piece that I would like to introduce is Prime Print Box. And I know it looks pretty simple, but it's actually more than just a container. This is the reason why you never have to touch an unfinished object. Gut, das durchaus clever, finde ich jetzt nicht schlecht. Was meinst du, wie lange bleibt die so schön gelb?
Ich glaube lange. Wie heißt das? Aber wenn da immer alles runtertropft? Also, ja gut, das stimmt. Weiß ich nicht, wie gut reinigbar das ist. Aber die kannst du ja theoretisch mit Isopropylalkohol ausspülen. Also muss ja machbar sein. Gut, aber ist ja jetzt auch noch da komm ich wieder mit tatsächlich Resin in Kontakt. Ich muss halt die Sachen ja reinigen danach. Ja. Also because you move it around from A to B in this contained environment here until it's 100% finished and safe to handle. Okay, so let's see how this works. So with each one of these material cartridges, it's going to be color-coded, so you're always going to know which one is which, and there's never really a possibility to get confused. So what we're going to do with this material cartridge is we're going to insert it in the material unit. So it's going to very easily click right into place, and once these two are together, they'll always be paired. So what we're going to do next is we're going to they always gonna be paired. Ich schmeiß also das auch gemeinsam weg. Oder muss das entsorgen entsprechend nach Regularien? Das ist jetzt die Frage. Was ist denn das überhaupt? Oben ist die Kartusche und unten wahrscheinlich die Wanne. Ja. Wahrscheinlich die Wanne. Okay, dann ist das quasi eine Einheit, die ich immer wechsle. Das heißt aber auch, ich kann pro Wanne nur eine Kartusche drucken. Ja, das wäre jetzt die Frage. Oder kann ich eine andere Kartusche mit reinsetzen nachher? Also wenn die Kartusche leer ist. Weiß ich nicht. Go ahead and place this into aber wir haben ja eben the gesehen, die print. klappt hoch, füllt auf und klappt wieder runter. This material unit just very easily slides in and locks into place. You hear a little audible click. Audible Click muss ich immer ans Flugzeug denken. And now the unit's in the prime print. Now, the coolest thing about this is each one of these material units has an RFID code. You might have noticed this. The coolest thing. An RFID code. Ja, aber jetzt sehen wir, wie es läuft. As soon as I put this in, the prime print automatically recognized what resin was inside. So now in my office in the past, a lot of my staff was super afraid to 3D print because they always thought they were going to make a mistake. Welchen Geht Fehler dir das denn? genauso? Nein. Wie oft druckt ihr denn falsch? Also ich erlebe ja eher, dass es zu einem Fräserabbruch kommt in der Fräsmaschine, weil die falsche Strategie gewählt wurde. Aber naja. And then they're going to have to come tell me that something went wrong. And now, when the prime print knows exactly what resin is in there at all time, it's really impossible to make a mistake. And it's given my staff the confidence to take a bigger role in 3D printing in my office. So the next thing we're going to do is we're going to go ahead and place the prime print box into the prime print. We'll close the door, and the printing will begin. Now, as the resin starts to... Das ist die Wanne. Jetzt ist halt tatsächlich die Frage, ist diese Kartusche tauschbar oder nicht? Also ich würde schätzen, das wäre ja verrückt, wenn das nicht so... Also wenn ich mit jeder... Dann wäre es eine geile Gelddruckmaschine. Wenn du jedes Mal beides... Ja. Aber wie gesagt... The coolest thing is the prime print knows exactly the amount of resin needed for every job that you do. So this is going to ensure that you get the very most out of your cartridge. Next, the unit's going to print layer by layer. And here we'd like to provide you with... Aber haben die jetzt gezeigt, wie der Stempel aus der Box genommen wird? Oder, weil das wäre so die große Frage, die ich mir eigentlich stelle. Was passiert damit? Some technology details. Our printer is using a 385 nanometer DLP light engine that ensures fast printing. Auch interessant, wie heißt es, dass es einer der wenigen Drucker ist, die quasi eine andere Resin oder eine andere Licht-Nanometer-Größe benutzen als alle anderen Drucker. Ja, aber damit ist festgelegt, du kannst damit nur Sirona-Produkte verwenden. Ja, wie gesagt, es gibt auch andere, die das verwenden, aber nicht viele auf dem Markt. Der Standard ist, glaube ich, bei 405 oder so. Times. And is also the reason for the great results in terms of accuracy and precision. This ensures an incredible performance across a broad range of resins in a fully automated workflow.
It also has a plus that I would like to mention. It has an active cold filter built in, so there's literally no need for an additional... Aber das ist noch beim Druck. Du hast vorhin gefragt, richtig, beim Föhn da. Ja. Aber wenn das schon in der Einheit verbaut ist, gehe ich schwer davon aus, dass es auch in der... Ja. Now we previously printed a splint for Elisa. So there's your splint. You can see, looks absolutely perfect. There's just one more thing we need to do, and that's the post-processing. Aber da ist, konnte man gerade ganz gut sehen, da hingen die Tropfen vom Resin auch noch an der Oberseite des Druckstempels. Nee. Du hattest völlig recht, wenn das in die Wanne runtertropft. Die sieht die bald nicht mehr so schön aus. Ja, jetzt ist die Frage, ob das tatsächlich nur der Transportbehälter ist, mit dem das Ganze... Das haben sie vorhin gezeigt, das ist nur der Transportbehälter. Okay, dann muss der tatsächlich nachher von Hand gereinigt werden, je nachdem welches Resin. Processing. So to start the post-processing, it's very easy. All we have to do is open the door, place it in. Mich hätte ja mal der Blick da rein interessiert und nicht seine Schulter, ne? Also es wurde ja vorhin einmal dargestellt, da müssen jetzt ja 2 Bäder drin sein, die Föhnkammer und die Lichtkammer oder Föhn- und Lichtkammer in eins. Close and then hit start. I think we can actually proudly say that our post-processing unit is very unique. Raus, den As we can see here, we have a robotic arm moving the printed object automatically throughout the different steps. So here we can see washing cycle number 1. And then from here it gets automatically moved into the washing cycle number 2 to ensure that all the resin that is not needed anymore is gone. So now we're straight into air blowing it. And once this step is completed, we can see the light curing taking place. Something that is also special about our post-processing unit. War das gerade eine Spiegelung des einen Objekts oder waren das mehrere Objekte hintereinander? Das ist die Spiegelung, ne? Ja, okay. Taking place. Something that is also special about our post-processing unit is actually that it measures the purity of the alcohol. So there's no guesswork involved anymore. The unit will tell you when it's time to exchange it for fresh alcohol. Einer der großen Vorteile, die ich tatsächlich an dem System sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist zertifizierte Prozesse. Ja. Wir sind immer mehr darauf angewiesen, dass wir quasi in diesen zertifizierten Prozessen arbeiten, weil ansonsten gar keine Möglichkeit der Biokompatibilität besteht. Deshalb muss man wirklich sagen, es muss irgendeine Form von oder zumindest von Arbeitsablauf da sein, der kontrollierbar ist. Ich höre oder ich sehe auch häufig genug, dass zum Beispiel ein Objekt, das aus dem Waschprozess rauskommt, eben nicht 100% sauber geworden ist und deshalb der Alkohol im Waschbad zum Beispiel ausgetauscht werden muss. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wie gesagt, ich sehe halt gerade hier noch nicht die Skalierbarkeit. Also, what I would like to mention is that the containers are also color-coded, so there's no cross-contamination between one resin or the other, which also ensures a smooth process, especially... Moment, was will sie mir da gerade sagen? Ich habe dann auch noch für jeden... Cross-contamination between one resin or the other, which also ensures a smooth process, especially when you... Das heißt, ich habe da jetzt... Waschbäder für jedes... Für jedes Resin habe ich ein eigenes Waschbad zusätzlich. Das heißt, theoretisch gesprochen ja... Dann habe ich wahrscheinlich auch für jedes Resin einen eigenen, hier so eine Brita-Kanne. Genau, eine eigene Kanne, also für jede 2 eigene Waschbehälter. Gut, eine eigene Wanne ist klar, das habe ich bei jedem Drucker eigene für jedes Wanne, Material. Genau. Um Gottes Willen, also das ist ja, alleine der Lageraufwand ist ja exorbitant. Ja. You work with different materials. So I think, in general, we can say we sort of build a laboratory in a box here because everything you need for post-processing is included in that one single machine. Also including, just as the prime print itself, an active cold filter. So okay, da hast du den. Super. Ja. Aber du bist arbeitslos, oder? Das ist ein komplettes Labor. Das heißt, der müsste jetzt auch noch abtrennen. Also wenn ich das sehe, habe ich null Befürchtungen in der Zukunft. Ja, aber es ist ein komplettes Labor, hat sie gesagt. This is really a thought-through environment, guaranteeing medical outcomes as it was developed
in line with the FDA's considerations for additive manufactured medical devices. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Es ist ein zertifizierter, durchdachter Prozess. Das finde ich auch ganz in Ordnung. Also nicht nur ganz in Ordnung. Das ist super. Das muss super in der heutigen Zeit auch eigentlich so sein. Ja. So with this being said, I think we're almost at the end of the process. So Mike, Aber zur Dauer hat sie jetzt nichts gesagt. Das hätte ich ja jetzt mal spannend gefunden. Das ist auch das, was ich am spannendsten finde. Wie gesagt, meine größten Bedenken sind eigentlich, dass der Drucker schneller arbeitet als die Waschstraße und dadurch quasi einfach der Arbeitsablauf extrem gestört wird. Weil ich meine, auch wenn ich mir das überlege, nach einer halben Stunde, du hast nur die eine Kanne, die du umsetzt, im Prinzip. Dann wieder den automatisierten Prozess. Wenn du jetzt clever arbeitest, hast du da ja nicht nur eine Schiene drauf, sondern hast da mehr Schienen drauf. Aber dann dauert der Druck ja auch wieder ein bisschen länger. Machen wir uns aber auch nichts vor. Ganz ehrlich, da ist ein Roboterarm, der hebt aus Isopropylalkohol einen Stempel raus. Da tropft was von runter, es spritzt eventuell. Das Ding sieht mit Sicherheit von innen auch nicht mehr so aus nach den ersten 2-3 Mal. Vor allem sah es aus, als ob der Föhn- und Lichtprozess offen ist. Genau. Und nicht in der eigenen Kammer. Also, wie gesagt, bei uns, das ist Matscherei. Und, what would be your answer? So I think the first thing that comes to mind is I love the fact that every single person in my office can use the Prime Print. So here is a picture of my assistant Natalia with her very first guide printed in the Prime Print just days after we got it. So my staff loves it. They love the fact that they never have to wear any gloves. They never have to touch resin. They never have to touch alcohol. They never have to worry if the right resin is in the Prime Print or if the alcohol needs to be changed in the PPU. Also alle gängigen Drucker, die ich kenne, haben auch in irgendeiner Weise eine Farbmarkierung oder sonst was, woran ich sehe, welches Resin ich da gerade einspeise. Gut, aber hier ist tatsächlich er wird durch den RFID-Chip würde er nicht anfangen. Okay, aber auch da sind Sie nicht die Ersten, die das im Produkt haben. Also bei uns, ich nicht falsch verstehen, ich beziehe mich auf den Formlabs-Drucker, das ist der, mit dem wir die meiste Erfahrung haben. Der steht bei uns. Oder haben wir euch ja auch schon mal gezeigt. 5 bei uns, aber es ist halt einfach so, auch die sind schon von der ersten Generation an mit RFID markiert quasi und entsprechend nur zueinander gehörig druckbar überhaupt. Also the days of looking at a tank of alcohol and saying, is this dirty, is this clean, I'm not quite sure, so let's just keep on using it. Those days are over, so just the simple predictability that both of these units give my staff is a huge plus in my office. Und das ist ein Vorteil. Ja. Das darf man nicht außer Acht lassen. Aber es ist halt, es ist ein großer Vorteil. Punkt. Ja. Now, for me as a clinician, the thing that I like the best is the safety of the parts. As 3D printing evolves, we're getting more and more and putting permanent parts into our patients' mouths. And if I'm going to do that, if I'm giving them something that they're going to wear every day, I want to make sure that it's cured properly. I want to make sure. Ja. Meine Zukunft, wir werden immer mehr gedruckte Materialien einsetzen. Ja. Sure it's washed properly. I want to make sure it's safe for my patients. So that, from a clinician standpoint, is the thing that I like the best. So let's take a look at the fourth and final step. So we already have a splint that has been post-processed. It's ready to go. So if I take the build plate out of the Prime Print box, you can see that everything is fully washed, fully cured. There's no excessive alcohol or resin. You can actually touch it without any gloves, and it's almost ready to go immediately. The only thing you have to do in this case is remove the splint from the build plate, remove the supports, give it a little polish, and you're ready to bring it to your patient. So patient, we have your splint ready. Why don't you go ahead and try it in? Thank you. So let's have a look. Sieht irgendwie poliert aus. Looks Hat pretty er ja good. gesagt, muss es polieren. Yeah, actually, it's a perfect fit. Thanks a lot. I'll take that home with me. Fits Thank perfect you. every time. Oh, perfect fit. Sie hat doch nicht mal richtig zugebissen. Okay, passt perfekt. Na gut, wir wissen ja nicht, was für Vorarbeit gelaufen alles ist. Das gut. ist, Ich traue keiner Präsentation, die ich nicht selbst gefälscht habe. So Mike, this is clearly not your first printing job. So tell me, how many jobs have you done?
So we've done a couple hundred jobs between models and splints and guides and provisionals. It's not only the accuracy that's impressive, but the extremely low learning curve and the predictability. It's just been a wonderful experience for myself and my staff. And all of this in just 4 simple steps. And we went through all of them today. So we started with the fast forward button over at the software, ensuring the printed job gets easily... Sorry, ich kann mir nicht helfen. Dieser Fast-Forward-Button, den hast du auch. Das heißt nämlich übertragen. Also, sorry, den... Ja, aber das ist halt, das ist klar, ist eine Produktpräsentation. Ja, aber also, ne? Ja. Afterwards, loaded the post-processing unit and ensured it's properly washed and cured before we went into the fourth also step, Schritt 3, ja, den finde ich gut. So simple, alles andere. Fully automated process, ensuring outstanding results for your patients. So let me summarize what we've seen today. A 3D printing solution with dental intelligence software, an outstanding printer, and a state-of-the-art post-processing unit. I can proudly say that Gut, da würde ich jetzt drüber hinausgehen. State-of-the-art, das ist schon... Also der Post-Processing-Prozess finde ich... Naja, die Sache ist, inwiefern ist der Post-Processing-Prozess bei anderen Systemen schlechter? Weißt du, das ist halt, die Handhabung ist für denjenigen, der es handhabt, quasi mit größerer Vorsicht zu genießen, wegen eben dem Tragen von Handschuhen, einer Maske, einem gut belüfteten Raum und so weiter. Und der Prozess ist wirklich standardisiert. Du kannst ihn wahrscheinlich nicht abbrechen, du kannst ihn nicht unterbrechen, der muss wirklich durchlaufen. Genau. Aber sie hatte vorher noch was gesagt. Warte kurz. Today, a 3D printing solution with dental intelligence software. Wo ist da die Dental Intelligence Software? Das ist eine Interpretationssache, wahrscheinlich durch den Arbeitsablauf gegeben, dass die automatisiert positioniert wird und so. Also so stehen. An outstanding printer and a state-of-the-art post-processing unit. I can proudly say that Dentsply Sirona is looking very much forward. Dentsply Sirona. Ja, super. Diese Untertitel sind super. To bringing this solution into dental offices and laboratories all around the world. So, würdest du die Kiste haben wollen als Labor? Also, ich weiß nicht, als Labor finde ich, da sind noch viele Fragezeichen dahinter. Ich weiß nicht, wie die alle beantwortet werden. Deshalb will ich da eigentlich kein Final Verdict zu abgeben. Aber gucken wir weiter. Wir gucken weiter. But as said earlier today, our focus in the future will be heavily on software and services. So we don't leave it with just the equipment, but there will be additional offerings coming with PrimePrint. One is a state-of-the-art, cloud-based design service for ready-to-print design files. This will open a whole new chapter when it comes to the... Das ist genau das, worüber wir schon gesprochen hatten. Ja. Design von der Firma selber, drucken im Haus selber und die Einarbeitung von Hilfskräften zur Reinigung und Entfertigung quasi. Ist eine Sache, finde ich aus der Laborsicht natürlich heraus sehr schwierig. Hatten wir auch schon bei Altero mal angesprochen. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Es ist eben die Frage, wem vertraue ich? Vertraue ich einer, also ich will jetzt nichts gegen eine künstliche Intelligenz sprechen, das wird sicherlich kommen, das wird auch viele Arbeiten abnehmen, gar keine Frage. Aber Frage ist, wer designt mir da meine Werkstücke? Ich finde es persönlich ein bisschen schwierig. Collaboration between dentists and lab technicians, with Dentsply Sirona being the platform provider here. So this design service will make in-house production accessible to the majority of dentists who in the past haven't wanted to change the way they work to accommodate software-based design work. So im Prinzip ist das tatsächlich der erste Schritt zum Ausklammern des Labors. Ja. Also so hart das jetzt für viele klingen mag, aber das ist wahrscheinlich genau das, was es hier sagen will eigentlich. Also das ist genau der Punkt. Instead of changing their workflows, they can simply rely on the trusted expertise of lab partners. Mike. Obwohl, vielleicht ist das auch anders gemeint. Gut, es scheint so, wenn du nicht ein hauseigenes Labor hast. Du hast Zugriff auf meinen Datensatz, du sitzt 5 Kilometer oder noch mehr entfernt, du designst mir das, schickst mir den Datensatz zurück und ich schmeiße einen Drucker an.
Wobei sie vorher von firmeneigenen Processing gesprochen hat. Also es sind wahrscheinlich zwei voneinander losgelöste. Sind beide Wege möglich wahrscheinlich. What do you think about that? Well, design services for many will allow a lower learning curve, give peace of mind, is really perfect for those who want to minimize changes to their existing workflows. For me personally, I like in-house design, but I really look forward to collaborating with my lab. Das heißt, er mag In-house-Design, also das heißt auch, er konstruiert selber im Haus, so wie ich das jetzt verstehe. Ja, ob er selber oder ob er einen hat, ist jetzt die Frage. Ja. Aber Zusammenarbeit mit meinem Labor. Laboratory through design services for the more complex designs. Okay, da sagt er es ja eigentlich, die kleinen Sachen macht er in-house und die größeren Sachen lässt er außer Haus fertigen. Ja. Gut, gängiger Weg. Ja, ist mittlerweile so, ja. Vor allem gerade bei den Amerikanern. Das haben wir gemerkt im Austausch mit amerikanischen Kollegen. Die konstruieren sehr viel selber. Ja. Also in indications. Thanks a lot for sharing your opinion on that, Mike. And with this, I think it's time to say thank you. It was great having you here with us in that session. So thanks a lot for introducing PrimePrint with me. I hope we got all of you excited for PrimePrint, so stay tuned for more information that is to come over the next couple of weeks. And with this being said, we can close this session, and I'm handing it back. Wow, Elisa, Mike, that was amazing. Thank you so much for showing us the new 3D printing solutions and the PrimePrint. Super exciting stuff there, guys. Definitely put me down for one. I think I could definitely use that. So hey, guys, if you're like me, I'm sure you're wondering, what does this Google and Dentsply Sirona collaboration actually mean for me? Da kommt's. Right? Yeah. So, without further ado, I'd like to introduce our next two guests with us today to give you guys a lot more insight into that, and definitely more insight than I could ever give you. So, first, we have with us on the stage today, my colleague and friend, Max Mills. Hi, it's good to see you. How are you? Good to see you as well. Thank you so much for making it today. Max is going to be our leader on digital platforms and solutions. Also joining us all the way from Auckland, New Zealand, we have the Chief Technical Officer of Google Cloud, Urs Husle. Urs, how are you? Good morning, everyone. I am great. Good morning. Yeah. Actually, and to that point, really appreciate you making the time today. I know it's super early for you, so we really appreciate it. So before we jump into things, I'd love to start with just getting a little bit more information from you about your background. You were one of the first employees at Google. How was that? That's right. Hi, Max. Hi, everyone. Thanks for having me here today. Yes, indeed. I started in Google in 1999. It was a small, very small company. Interviewed in the garage, literally way back. And really, my first job was to fix things because originally I thought I didn't really have a role at Google because I didn't know anything about search at the time. But I quickly realized that actually it was an infrastructure problem and an infrastructure company. Wichtiger Punkt für uns, Infrastruktur, über das ihr hier redet, ist genau das Problem, was ja auch wir mit der Digitalisierung irgendwie umgehen oder nicht umgehen, sondern implementieren müssen. Genau. Und insofern kann ich auch die Kollaboration der beiden Unternehmen durchaus verstehen, weil Datenstrukturen wirklich zu verstehen und auch in den Zahnarztpraxen zu implementieren. Auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Genau. Wir sammeln Daten ohne Ende und müssen eine Festplatte nach dem nächsten in den Server reinschieben. Und ist aber auch nicht das Problem tatsächlich nur des Datenspeichers, sondern das Problem des Datenwiederfindens. Natürlich. Weil wir haben den riesen Vorteil, und das sehe ich immer wieder, wenn ich in gewerblichen Laboren auch unterwegs bin, die haben halt viele Zahnärzte, die nicht nach einer einheitlichen Patientennummer schicken, sondern die nach Name schicken. Wie sollen diese Unternehmen... Ja gut, wie können auch unterschiedliche Praxen
Genau, richtig. Ja, klar. So, und das ist eine Problematik, auch mit dem MDR, die aufgekommen ist zum Beispiel, die viele gar nicht wissen, wie sollen wir die eigentlich handeln, weil wir können nur unter Klarname ablegen und auch wiederfinden. So, da müsste eigentlich eine Implementierung her, das dürfen sie nicht und das sollen sie nicht, klar. Aber das ist das, was am besten dieses Infrastrukturproblem halt, was die hier auch beschreiben, entsprechend widerspiegelt. And, you know, at the time, there was no cloud. You couldn't buy really cloud infrastructure. Data centers were actually pretty new things you could rent. And so really, we spent probably the first 5 or 8 years at Google spending a lot of our effort, not on search, but on building infrastructure, because that was really what was getting in the way. Sometimes, you know, it's the hardware. I remember, you know, one time we had everyone in the office go to the data center in the evening to cable up a bunch of racks that we had gotten and that we really needed online the next week. But a lot of time was also the software, right? We just couldn't have storage that scaled or compute that scaled. And so it was really a lot about building infrastructure in parallel with doing search, but actually probably more important and harder than doing. Auch eine Sache, die uns ja durchaus betrifft. Wir haben ja, also jetzt als Unternehmen D2D quasi, auch wir sind gerade dabei, ein eigenes entsprechendes NAS aufzubauen. Die Daten, die wir generieren, indem wir die Videos produzieren, alles wird in 4K aufgenommen mit im Normalfall 2 bis 3 Kameras. Das generiert Daten ohne Ende und diese Daten müssen natürlich auch nachträglich bearbeitet werden. Das heißt, wir brauchen auch Speicher mit entsprechender Anbindung. Das ist jetzt nicht so sehr zahnärztliches Problem oder Dentallaborproblem, aber auch das spiegelt das wider. Natürlich. Die Datensätze werden immer größer, mit denen wir arbeiten müssen. Und auch bei uns in der Praxis ist es zum Beispiel so, wir haben eine Gigabit-LAN verbaut. Und wenn 3 Exocad-Arbeitsplätze gleichzeitig versuchen, auf dem Server oder vom Server die Daten zu laden, dann bekommen wir dieses Schluckauf, was wir im Netzwerk merken. Und auch da ist halt Infrastruktur wieder alles. Wenn die Daten jetzt noch aus dem Netz kommen würden, so, und da kommen wir jetzt wieder zu einer cloud-basierten Lösung, müsste unsere Internetverbindung eigentlich noch viel schneller werden, um überhaupt Verwaltung, die ins Internet muss. Wir haben die entsprechenden Einheiten, wir haben die Intraoralscanner, die sich einwählen und verbinden. Und auch da merken wir im hausinternen Netzwerk schon, dass quasi bei gleichzeitigem Betrieb von verschiedenen Geräten Probleme entstehen. Netzwerke sich überlappen und so weiter. Jetzt haben wir noch das Glück, dass wir von der Internetverbindung Glasfaser zumindest bis vor die Tür liegen haben. Sollten wir vielleicht auch noch mal ein Video zu machen. Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, ob euch das nicht interessiert, wie wir das gelöst haben. Ist zwar ein sehr technisches Thema, ein sehr nerdiges Thema, aber vom Grundsatz her mit Sicherheit für viele interessant. Bestimmt. Doing research and today, of course, with cloud, and I'm actually very happy that now enables every company to do whatever they want pretty much without going through the pretty painful experience that we had 20 years ago. Right on. Well, that's amazing. Thank you so much for that insight and background. That's amazing. Nein, er ist einfach so euphorisch. Das ist wunderschön. Kudos to that, and obviously I think like we're really excited to have you here to give us some of that insight when it comes into this collaboration. So, with that being said, kicking it over to you, Max. I know we've heard from Don, for example, about what digital dentistry might mean for us, and we hear that word being thrown around a lot, digital dentistry, digitalization. But from your perspective as the leader of our digital platforms and solutions, what does digital dentistry mean for you and for Dentsply Sirona moving forward? Thanks, Isa, and hi, Urs. Really great to have you with us. I think if you compare digital dentistry to some of the things that actually Urs was talking about, you'll find a lot of parallels, right? You talked about, okay, there's a lot of stuff that needs to be connected. There's a lot of software. Sometimes this doesn't work. Sometimes that doesn't work. So, of course, there is a lot of digital stuff in dentistry already. But it just doesn't connect so easily with each other. And it's not optimized for the experience of the user. I think. Ja, kann man so sehen. Wir beide plädieren ja immer für offene Systeme, dass ich einen problemlosen Datenexport, Import etc. hinkriege.
Das Problem hier ist tatsächlich, finde ich, ein hausgemachtes. Ja. Weil wenn ich mir Daten oder Strukturen angucke, die halt geschaffen werden von Systemen, dann ist eigentlich immer die Schnittstelle das Problem und nicht das eigentliche Softwareprodukt. Dass die Daten quasi anders verschlüsselt werden, anders ausgerichtet werden oder wie auch immer, das ist genau die Problematik dahinter. Und da ist es eher, finde ich, schlecht zu sagen, wir gehen auf eine geschlossene Basis und wir einigen uns nicht branchenintern auf einen gewissen Standard, der halt auch wieder dazu beitragen würde und könnte, dass man, also es gibt ja auch zum Beispiel USB-Anschlüsse, damit das an jedes Gerät ranpasst, gibt es halt einen Standard-USB-Anschluss und eben nicht STL, PLY, keine OBG, was auch immer für Dateiformate es alleine im 3D-Bereich gibt, die halt zwischen den... Beispiel DVTs, ihr kennt sicherlich alles, kommt ein Patient an und die wenigsten DVTs kriegt ihr bei euch in eure Software reingeladen, ihr müsst über den Viewer arbeiten. Gucken wir mal, wie Sirona das lösen will. Ja. I think, Urs, you said, we enable every company to do whatever they want. And I think for us it's about enabling every dentist to do whatever they want. And dentists want to focus on treating their patients. They do not want to focus on connecting rack PCs, learning difficult software, importing, exporting files. They just want to focus on what they're best at, and that's treating patients. And it's our job to enable that, and that's why we decided to work together. Stimmt. Ja. Ich finde trotzdem, also auch wenn ich dem wirklich zu, sagen wir mal, 90% zustimme, und das merken wir auch in unserem Arbeitsalltag, es ist wichtig, sich zumindest rudimentär damit auszukennen, weil auch dieses Gerät muss ins Netzwerk eingebunden werden. Auch dieses Gerät braucht eine physische Verbindung oder eine WLAN-Verbindung in irgendeiner Form, um diese Daten überhaupt übertragen zu können. Und klar ist es was anderes, wenn ihr nur hingehen müsst und sagen müsst, das wird von der Firma aufgestellt und in mein Netzwerk eingebunden und danach ist das Click and Go sozusagen. Fast forward. Fast forward muss man drücken, genau. Aber das ist halt eine Frage, wie viel Background-Wissen brauche ich dann tatsächlich? Und auch da bist du ja mittlerweile sehr firm, dadurch, dass du dein Unternehmen halt kennen musst und wissen musst, ne, wie ist die Zahnarztpraxis aufgebaut, wie ist das aber auch ein paar Jahre gedauert. Ja, aber es gehört halt mittlerweile zu deinem, genauso wie das von jedem anderen Unternehmer zu deinem Kenntnisstand dazu. Wie bin ich digital aufgestellt? Together with Google to say, hey, can we bring a similar revolution to dentistry? Right on. So actually kicking that same idea back over to you, Urs, when it comes to this collaboration between Google Cloud and Dentsply Sirona, what is your vision for the future? Jetzt bin ich gespannt. You know, we have a lot of things in common, you know, because at Google our mission is to organize information and that's why we're working with our customers to help them organize information. And that's really what Max said is what's here. You know, can we put together an experience to improve the lives of both the dentists and their patients and also their experience? And so if you talk about digital dentistry, it's really underpinned by information, by data, you know, images, 3D models, and making that data useful, making it easy to access, making the dentist not think about IT and processing, but just actually about the experience they're providing to the patients, the things they want to do. That's really important. And then, of course, just like with Google, putting this in a secure place so that really it is private to the dentist and the patient. Wenn Sie das hochhalten, bin ich mal gespannt. Also wenn das hochgehalten wird, ist das tatsächlich ein Riesenschritt vorwärts. Ja. Also wenn die Daten in keiner Weise von einem der beiden Unternehmen abgegriffen werden können und völlig anonymisiert sind, bin ich d'accord, ist das eine super Lösung. Frage ist halt, das war bisher noch bei keinem Storage-Anbieter so. Keine Ahnung. Is super important. And so when it came to finding a partner in the oral healthcare space for dentistry, we were really struck by how similar the vision was between what Dentsply wants it to do and what really
Google is about, organizing information, making it accessible securely to everyone. And I'm really looking forward to a great partnership here, because Dentsply Sirona has actually pioneered a lot in the digital dentistry. And I think the problem of taking all that technology, really creating new experiences, new possibilities, but hiding the complexity from the dentist's office through cloud-based digital information is really what excites me. Amazing. So, I mean, actually, you mentioned the infrastructure. Hiding the complex stuff from the dentist soll heißen, klar, du sollst dich auf deine Arbeit fokussieren. Heißt auch, ich muss mich einmal anmelden und den Rest macht irgendeine Maschine für mich. Also zumindest was Datenverwaltung betrifft, wenn ich ihn richtig verstehe. Ja, also die Einordnung, Kategorisierung und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das eine unheimlich komfortable Situation sein könnte für den Zahnarzt. Ich weiß aber nicht, wie das Ganze wirklich in die Praxis so implementiert wird, weil wir reden ja hier über mehr als nur über die reine Datenerfassung des Patienten. Wir haben ja jetzt schon die Situation, dass quasi auch eine InLab nicht als VDDS-Schnittstelle an die PVS-Software, also die Praxisverwaltungssoftware, angeschlossen ist. Und alleine die Daten bleiben ja auf der Strecke. Das heißt, ich habe eine ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie meine PVS ist auch nicht mit dem Netz verbunden. Richtig, genau. Interessant. A few times when communicating about this vision, as well as what you did at Google in the beginning. And for all of us, I mean, I'm not necessarily the most tech savvy, so sometimes these ideas go a little bit over my head. But as the expert in infrastructure, I think it would be really great if you gave us a little bit more insight into what infrastructure means in this situation and how a solid infrastructure will enable that future and that vision that you've just described. Sure. So infrastructure is actually what sort of underpins other activities or other experiences. And so, in the context of a country, infrastructure could be roads and bridges so that traffic works. And so in the context of information processing, infrastructure is first sort of a physical layer, cloud data centers, networks, storage systems, etc. that just keep your stuff and can run it. But more importantly, it's also a way to really connect and analyze and process all of this data to create new applications, to create new experiences. Habe ich ihn gerade richtig verstanden? Er will die Daten, die ich da ablege, benutzen, um eine KI oder Ähnliches zu schreiben? Das hat er ja so explizit nicht gesagt, aber er hat gesagt, um die zu organisieren und... aber er will, New da Applications steht and process new applications. It's really the layer that you need to build, for example, digital workflows in the dentistry space, or to visualize a 3D model. It doesn't rotate by itself. Somewhere you have to do the processing. Somewhere you have to store the original 3D image, or take a number of 2D images and process them together into 3D image. Ganz interessant vielleicht an der Stelle, ich habe ein bisschen was bei Dentsply rumgefragt, an der einen oder anderen Stelle, die man vielleicht so Unser Netzwerk funktioniert. Und die Sache ist, die Partnerschaft ist ja wohl noch sehr frisch. Also ich glaube, die Verträge sind erst vor ein paar Wochen unterschrieben oder vor ein paar Tagen sogar erst unterschrieben worden. Das steht also ja auch noch ganz am Anfang. Ich finde, man merkt auch, dass das Ganze bisher zumindest noch recht vage gehalten ist. Extremst vage. Weil sie so selber noch nicht so genau wissen, wohin das Ganze führen wird. Ich bin extrem gespannt, was da... Ich glaube, was da wirklich auch noch mit reingeht, ist, damit haben sie am Anfang angefangen, sie wollen es weltweit haben. Das heißt, sie müssen sich eben auch mit den datenschutzrechtlichen Grundlagen in allen Ländern auseinandersetzen. Die Amerikaner haben damit keine Magenschmerzen, die geben alles sofort preis. Ja. Gucken wir mal, ne? Und versteht uns nicht falsch, wir sind jetzt beide hier nicht die Nerds, die in einem Air-Gap leben, überhaupt nicht. Aber ich finde trotzdem Patientendaten, und Sie wollen sie analysieren, das finde ich, vor allem ohne, dass ich da Einfluss drauf habe. Ganz ehrlich, brechen wir es doch mal runter.
das Kapital jeder Praxis ist die Patientenkartei. Ja. Die Art der Versorgung, die angeboten wird und so weiter und so fort. Das vereinheitlicht auf eine Cloud-Lösung quasi zu reduzieren, ist... Also da fängt der Magen an zu grummeln, sage ich schon mal. Mal gucken, was er noch für Ideen hat hier. And so infrastructure really stands behind that. And last but not least, some of that infrastructure is really physical, data centers, servers, networking lines, including the connection to the last mile where the connectivity is to the dentist. And then, but really a lot of it is about software infrastructure, making it easier to develop applications, make it easier to validate, for example, that machine learning models are fair and unbiased and still correct as you update them, or that software that you build can actually be securely delivered to the dentist's office without there being a chance of it being modified by some malicious actor. So hatten wir es auch schon mal drüber, dass zum Beispiel Krankenkassen sagen, durchaus ein Modell, das uns zugesendet wird, muss im Prinzip so sicher sein, dass es nicht modifiziert werden kann. Auf der digitalen Ebene, wie wir alle wissen, alles machbar. Also ich habe schon im Studium hervorragend Gipsmodelle geschnitzt. Also, also machen wir uns nichts vor. Sicherlich dieses Thema, im Prinzip ein 3D-PDF zu erzeugen, was nicht verändert werden kann, sicherlich sinnvoll, gar keine Frage. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja. So all of that infrastructure is really what comes from our side, and then hopefully through that collaboration we get really amazing experiences at the dentist level, so to speak, through the software applications that Dentsply Sirona is producing. Great. So I think like some of the things that really stood out for me were your descriptions on how these can innovate workflows and how we can create additional layers of security and really confidence in what is happening when it comes to that digital dental future for our customers and ultimately for the patients that are getting treatment and care. So kind of following along that line, back over to you, Max. I think like we've definitely spoken a bit about how this collaboration is going to impact both of our companies, Google Cloud and Dentsply Sirona. But I think we want to dive in a little bit more as to how this will impact dentistry as a whole, not just in the form of just digitalization of dentistry, but actually for the patients and the treatment and the care, as well as the capabilities of the people that use these tools and solutions. So yeah, we'd love to get your insight on that. Yeah, thank you, Issa. I think the one thing I'll start with is that, I personally believe that dentistry is a difficult job, right? We talk with thousands of dentists. We supply lots and lots of dental practices with lots of different technologies. And I'm always struck by what a complex job that is, right? You have to deal with complex patient procedures. You have to master sophisticated technology. You really have to also manage an office. And you really have to keep learning things. And at the end of the day, you're also a surgeon, right? So there's a lot of complexity in there. And the message that we keep getting back is, guys, can you just help us do this easier, right? So when we went back to the drawing board to say, okay, how can we simplify it? We also said, okay, probably in order to build digital dentistry, much like Google built a lot of the core parts of the internet, we have to build the core of digital dentistry. And that's really about connecting all the different pieces, putting it into one layer together. And was denkst du dazu? Also, dass der Beruf Zahnarzt quasi vielschichtig ist. Natürlich. Dass man das Ganze, aber siehst du in der Situation quasi, dass... Lass mich noch mal kurz gucken. We have to build the core of digital dentistry. And that's really about connecting all the different pieces, putting it into one layer together, and seeing what can be done with that data so that it starts making life easier for the dentist, for the lab technician, and out. Also ja, klar, vielschichtig. Wir sind Psychologen, wir sind Ärzte, wir sind Zahnärzte, weil wir uns um den Zahn kümmern. Ist alles gar keine Frage. Wenn du eine eigene Praxis hast, bist du Unternehmer. Natürlich bist du auch im gewissen Sinne
der erste Techniker, was dein Netzwerk, deine PCs etc. betrifft. Aber siehst du auf der Seite der Hersteller quasi die Möglichkeit, dich dort zu unterstützen? Ich meine, wir haben hier auch, ne, wir haben eine neue Praxis eingerichtet. Es gibt einfache Sachen wie zum Beispiel die Stühle werden auf dich eingestellt, wenn du ins Behandlungszimmer kommst. Keine Ahnung, was weiß ich, alle solche Sachen. Also siehst du das genauso, dass das quasi dein Anspruch auch an diese Firmen ist? Oder, Natürlich. Also es ist schon mein Anspruch, dass mir meine Arbeit erleichtert wird. Okay. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wo Google damit reinkommt gerade, aber... Ultimately the patient, right? Because technology should serve the person rather than the person serving the technology. So we're putting the user in the center and saying, hey, how can we bring all the different pieces together and really take dentistry to a next level, to make it better, to make it easier, to make it more inclusive for everybody who really needs access to oral healthcare. Because also das ist gerade, finde ich, so ein bisschen was Marketing-Speech. Natürlich ist das Marketing. Also machen wir uns nicht, du musst das, glaube ich, ein bisschen runterbrechen. Wenn ich bessere Behandlungsmöglichkeiten habe, dient das dem großen Gesamtziel, nämlich der besseren Versorgung des Patienten. Aber wir reden ja hier gerade zum Beispiel über, wir haben eine Intraoralkamera, wir haben einen DVT, wir haben die Möglichkeit, eine Bohrschablone im DVT zu planen und so weiter. Das sind alles Sachen, die ja schon geschehen sind. Ja. So, jetzt steht ja hier die Verbindung von all dem im Vordergrund. Ich kann noch nicht wirklich erkennen, wo... ich erkenne noch nicht, wo da der konkrete Ansatz ist. Nee, vor allen Dingen, wo du im Mittelpunkt stehst und das erleichtert wird. Gucken wir doch mal, was Sie sich da ausgedacht haben. Fundamentally, it's about solving a human health problem. Wow, yeah. I mean, that's really inspiring. And I think like all of us can agree that, you know, the mission for both of our companies is really exciting. And I think that process is going to be something that we're going to work with our customers to ultimately create. And for you, Urs, I feel like you have obviously had a lot of experience in moving things from pretty much ground zero and building them up to, you know, the Google Cloud that we know and love today. It's probably still evolving. But when it comes to the evolution of this collaboration with Dentsply Sirona, what are you thinking? How this will grow? I think, again, there's actually a lot of parallels between, you know, search and dentistry. Sounds at first unlikely, but actually there is, because these are both very complex problems that are never done, right? So I see this partnership not as a one-time sprint, like let's go from 0 to 100 and then we're done, but actually a continuous evolution, because we start in the early days, the average sort of digital practice is not actually very digital. So there's a lot of headroom, but actually... Genau der Punkt, ja. Genau der Punkt. Nicht jeder, der einen Intraoralscanner hat, ist eine digitale Praxis, und nicht jedes Labor, das einen 3D-Drucker hat, hat einen digitalen Workflow implementiert. Das stimmt ja voll und ganz. Das hat er ja schön zusammengefasst. Ja. Jetzt gucken wir weiter. The key really is to be able to rapidly add new innovations, you know, every month, every quarter, every year, and get to a point where through all of these changes, 3 years later, you're actually in a very different space, right? But it wasn't one big jump. It was really a lot of smaller jumps. So take, for example, also das klingt im Moment wieder so, Hauptsache wir kommen vorwärts und wir entwickeln tolle Dinge. Aber es geht mir... Weiß ich nicht, was du damit meinst. Wir machen einen Schritt, wir machen dann einen Riesensprung und so weiter. Aber wohin denn? Nein, es geht ja gerade darum, dass die Partnerschaft der beiden... Ja, ich weiß, die wollen langfristig zusammenarbeiten, das ist schon klar. Aber mehr als eine Absichtsbekundung habe ich noch nicht gehört. Richtig. Und auch der Sinn und Zweck, da hast du schon recht, als du gerade gefragt hast, wo geht's hin? Also... You know, let's say X-rays and or just imagery, and we can construct 3D images. Well, you know, that's already very helpful, but maybe we can add on something that says, you know, with ML, we automatically see your gum lines and therefore can note recessions without the dentist having to manually enter your tooth state. Or we can, in X-rays,
perhaps look for signs of disease in a, with machine learning and actually highlight it. Also das läuft ja auch schon. Also an der Charité läuft es ja schon. Ist jetzt auch nicht gerade das Neueste. Na, die Frage ist ja auch immer, wie nimmt ein Patient sowas auf? Ich meine, wenn du eine 01 bei einem Patienten machst, dann geht er davon aus, du kontrollierst den State of jedem oder den Zustand jedes Zahnes. Du guckst nach Gewebe, du guckst nach ist gar keine Frage. Und so weiter. Und das an Machine Learning outzusourcen und quasi nur noch das Endergebnis zu betrachten, das ist mit Sicherheit eine Hilfestellung für viele. Ist genauso wie wir eben gesagt haben, hier beim X-Ray ist das eine Hilfestellung. Aber keine Ahnung, ich glaube, da vertrauen viele immer noch auf den Menschen, der davor sitzt. Gerade in der Medizin. Because they're the most likely to have a problem, or actually give the patient certain records that makes it easier for them to manage their health and really be an active part of the process rather than visit every 6 months and then be. Ja, geht's zum Telekolleg ins Medizin, der Teledoc. In between, right? All of these things really depend on understanding the customer and being able to follow them and rapidly deliver new information. Wir sind schon nicht mehr bei Patient, sondern wir sind bei Customer angekommen. Ich will das gar nicht zu negativ betrachten. Wie gesagt, ich stehe dem Ganzen gegenüber und sage, hey, das ist eigentlich eine coole Sache. Das bietet mit Sicherheit super viele Möglichkeiten, aber keine Ahnung, mir läuft trotzdem so ein Shiver über den Rücken. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Delivery, not just to one office, but to all offices, more or less the same way. Just like on your phone, you get an update, and then everyone else has a newer version of that application. So I really think this is a long-term path, and a path that's based on being able to rapidly add in a secure way new capabilities and really in the end revolutionize how all of this looks like. And perhaps each step did not look revolutionary, but when you add the steps together, after 3 or 5 years, you're like, wow, we have come really, really far. And that actually is really how search evolved. It started with a good idea, but it had an improvement, multiple improvements every month, and it kept getting better and better. And so that's what I think we should shoot for here as well. Da stand aber auch die Erhebung, also gerade im Bereich der Search Engines stand die Erhebung von Tausenden, Millionen, Milliarden von Datensätzen im Hintergrund, um genau zu diesem Punkt zu kommen. Und jetzt sagt er ja auch gerade, es geht nicht nur um Storage und Austausch, sondern Sie wollen da Ihr eigenes Produkt schreiben. Yeah, I think what you've just described sounds completely revolutionary. It really comes down to, just moving the industry from a position or a state that it's in now to thinking about things in a new way, actually, and solving problems with new solutions and not just with, advancing maybe old processes and trying to make them better. So to that point specifically, Max, I know that, there's a lot of things that go into product development, but it really sounds like this collaboration is going to enable a completely new way of developing products and solutions. Can you give us a little bit more insight into that? Absolutely. And there's so many things that I love about what Urs was just saying, right? Because if we really want to develop user-centric solutions, we have to combine expertise from different sources. And digital dentistry is relatively straightforward, right? It's dentistry plus digital. Dentsply Sirona has a tremendous amount of expertise in dentistry, in dental technology. Da stimme ich ihm ja sogar zu. Also das ist ja einer meiner Thesen. Es gibt noch nicht die digitale Zahnmedizin. Es gibt auch noch nicht den digitalen Workflow. Ich glaube, wir alle da draußen, die wir uns mit dem Thema beschäftigen, jeder hat einen Lösungsansatz für bestimmte Probleme. Das zusammenzubringen, das ist ja mit einer der Gründe, warum wir hier sitzen. Wir versuchen euch zu zeigen, wie wir manche Probleme lösen. Wir sagen ja nicht, dass wir alle Probleme lösen können. Da hat er durchaus recht. Aber ich tue mich da mit dieser Google-Geschichte schwer. Google has shaped digitalization, so putting those two things together already gets you quite far. There's, of course, another ingredient that's really important, and that's
the user, the dentist, the dental technician, and also the patient. So we're lucky in the way that one of our software development centers is based actually down the road from Google in Zurich. So we really can bring the engineers from the dental side and the engineers from Google together. And we have equipped in our software development center a fully functioning dental practice. So we can actually... Aber das ist mit der richtige Weg, finde ich. Ja. Wenn du wissen willst, wie diese Digitalisierung abläuft, musst du vor Ort demjenigen, der die Software dafür programmieren soll oder für die Abläufe zuständig ist, zeigen, wie es geht. Ich finde, dafür sieht man recht wenig. Ja, dafür siehst du gar nichts. Aber das ist trotzdem ein interessanter Part auf jeden Fall. Actually see how does a dentist do a certain procedure, what sucks about it today, what's really great about it, what would make it easier, so that we can really co-create to create something new. And one of the first things that we are now bringing out is the printer, right? That already has a lot of those elements at its core. Because dentists told us, we don't believe that 3D printing is easy in dentistry. And we're like, well, let's see how much easier we can make it, right? So we've thought a lot about what we can automate, how we can avoid dealing with chemicals, how we can make it in a way that a dentist can delegate things to their assistant to make sure that it's connected, so that the status of the machine is known, so that we can also implement things like what Urs was saying, to say there should be an automatic update on certain pieces in there, right? You shouldn't constantly have to download things and then say, okay, this is the newest version, but it should be connected and it should just flow. Right. And making it... Mit meinem Glück kommt das Update genau dann, wenn ich gerade scannen will. Ach, Quatsch. Easy. And making sure that the technology just flows, so that the dentist, the dental technician, and the patient can focus on the actual health issue or the cosmetic issue. That's our North Star. No, and you brought up a really good point in the fact that, we're starting to approach these things from a holistic perspective, right? Like there is a dentist, there's also a dental technician, there's also a patient. All of these stakeholders are contributing to this singular process. And ganz ehrlich, nach dieser Präsentation, siehst du das noch so? Dass quasi alle drei, also Patient, Dental Technician und Dentist, quasi von diesem Produkt in gleicher Art und Weise profitieren und angesprochen werden? Beziehst du dich jetzt auf den Drucker oder auf Google? Auf den Drucker sowohl als auch Google. Ich finde, erstaunlich an dieser Präsentation, also für meine Begriffe ist, dafür, dass ein technisches Gerät vorgestellt wird, das meiner Meinung nach sehr stark in den Laboralltag gehört, zumindest heute. So. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft aussehen wird, wie viele das tatsächlich implementieren werden in ihren Praxen, aber ich finde gerade den zahntechnischen Part, der ist ziemlich ausgeklammert. Der ist ziemlich ausgeklammert hierbei. Also ich würde sagen, das Ganze zielt tatsächlich darauf ab, die Fertigung in die Praxen zu holen, zu einem Großteil zumindest von dem, was jetzt machbar ist. Und keine Ahnung, das ist so meine Wahrnehmung davon jetzt. Ja, und so das ähnlich. Ganze machst du dann demnächst noch über eine KI von Google geschrieben. Das heißt, wahrscheinlich zahlst du erstmal Geld, um an Google angeschlossen zu sein, also mit deinem Service da. Ich glaube, das wird frei sein. Stellst dem alle Daten zur Verfügung. Nee, das ist dann verborgen darüber, dass du ja bei denen speichern darfst wahrscheinlich. Ja. I think that's like a really good point to dive into a little bit more. Like, how do you think that this specific collaboration or this development into the future is ultimately going to affect these individual stakeholders? So I think let's keep it relatively simple, right? We said at the beginning, our ambition is to allow a dentist to work any way they please, because any dental practice is different. But the tools don't have to be different. They can follow the user. So that's the first part. Really enable the dentist to work that makes the most sense to them. The second thing is that dentist doesn't work in isolation, right? Dentistry is a team sport. So just like we're teaming up with Google to do this, dentists team up with lab technicians to actually solve the implant. Siehst du, bist du doch nicht ausgeklammert, darfst doch noch mitspielen. Nein, es ging mir auch gar nicht darum, Panik zu betreiben, sondern es ist einfach, ich finde, die Art und Weise, wie quasi das Ganze
von der Implementierungsseite her gesehen wird, ist halt sehr einseitig, finde ich. Ist also absolut so. Also es kann ja auch jeder von euch da draußen, um Gottes Willen, ne, guckt euch das Ding an, beurteilt das selber, aber das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung einfach nur. Ja. Procedure, the restoration, or what have you. So it's really also about how can we enable the dental lab to work more easily together with the dentist so that they can also co-create and solve the patient's issue. And through that, the benefit for the patient is greater access. Hast du jetzt in der ganzen Präsentation einen Vorteil gesehen, wie du besser arbeiten kannst? Das war ja gerade seine Aussage. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass viel davon noch sehr visionär zu betrachten ist. Also wie viel davon... sind einfach nicht visionär genug. Weiß ich nicht, wie viel davon jetzt tatsächlich schon in der ersten Stage implementiert ist, aber warten wir mal aufs Feedback. Wenn wir gleich durch sind, können wir das ja noch einmal als kleine Diskussionsrunde abschließen. To the treatments that they desire and that they deserve. So it's really about creating value for everybody who is involved in this dental universe. Wow. I mean, this all sounds really exciting, and it's really great to see, like, you know, how this collaboration is shaping and how we're thinking about the future in a way that is, you know, that has the patient and their health needs or their cosmetic needs at the center of everything that we're doing. So specifically to that point, actually, Urs, I would love to just hear from just a personal perspective, like what makes you so excited about this collaboration, and, you know, why are you so excited to work with Dentsply Sirona? I mean, I think it's two things. First of all, just as an engineer, from a technical perspective, this is a very cool problem. It's a hard problem. It's a new problem, right? It's a new opportunity. And so, you know, engineers love to work on things like that. But then the second is that, you know, something that Don mentioned to me a while ago. Was ist das Problem? Ich suche das Problem noch. Well, he said, we help more people have healthy smiles. That is really the mission of all of this. And, you know, it's something that we all can relate to. And I think that's actually incredibly motivational for my team as well, like making our tools better to create an outcome like that. You know, anyone can relate to that. And so if you're working, you know, toiling away on making a database better or some analytics or something, and then you see a use case like this, I think that's just, you know, the best thing motivationally for teams to really see what outcomes they can produce together with a partner like Dentsply Sirona. And that, I think, is really amazing. I mean, that is something that... Ist dir aufgefallen, dass wenn er spricht, wie heißt es, die Untertitel deutlich präziser sind? Ja, außer jetzt gerade wieder. I think a lot of people will be very happy about, and I don't think you'll have any problem getting people to show up for demos to see really how cloud can make a better form of dentistry possible. Amazing. So, you know, I know I can speak for my... Ganz ehrlich, angucken würde ich mir das auch mal gerne. Ja, angucken auf jeden Fall. Also, wenn es um Demos geht und, ne, keine Ahnung, also ich habe... Also, Sirona, ihr habt unsere Adresse, ihr wisst, wo wir sitzen. Wir gucken uns das gerne an. Wir wollen euch hier auch nicht verreißen, aber... Myself and Max and everyone at Dentsply Sirona, we're so excited to have you join us on this mission. And like you said, I mean, I think it's a noble mission. It's something that really matters, and something that will ultimately impact in a positive way the health, not just orally, but actually the full holistic health of an individual. So, guys, with that being said, I just want to thank you both for being here today, for taking the time to give us some of these insights. It was an absolute pleasure to have you here, Urs. I know it's super early for you over there. We see the sun slowly rising as you also impart your knowledge on us, which is amazing. Entschuldigung an alle da draußen. I just want to thank you guys both for being here and making the time. Thank you, Isa. Thank you, Urs. It's been a real pleasure. Well, that concludes our program for today. I don't know about you, but I had a ton of fun, and I'm really excited for the future of digital dentistry at Dentsply Sirona. I want to take a moment to thank all of our wonderful guests who made it from all over the world to join us today. And I also want to thank you, our viewer, for joining us today on such a momentous occasion. Over the course of this program, we spoke about our commitment to do more to support the growth of our customers by creating products and solutions that enable them to become
more automated, more productive, more collaborative, and ultimately more connected. Over the next weeks and months, we will continue to elaborate on how we intend to deliver on this promise, all leading up to the launch of our first set of next generation solutions in May. Just click on the link below to register for that event in May. We can't wait to have you join us on this journey to that digital future with Dentsply Sirona. Thank you all for making the time today. Can't wait to see you all again soon. Ich würde sagen, das war's. Ja, Leute, schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Oder zum Ende gesprungen seid. Genau du. Ich habe es genau gesehen. Genau. Wir haben hier heute im Prinzip Visionen erfahren, die noch nicht wirklich ausgegoren sind, finde ich irgendwie. Ich finde, man kann nicht sagen, die sind nicht ausgegoren, sondern sie sind halt noch in einem Entwicklungsstadium. Genau, also es waren Absichtsbekundungen, eine Zusammenarbeit von Dentsply und Google. Sicherlich ein spannendes Thema. Definitiv. Vor allen Dingen, also ich würde mal sagen, beim Drucker wäre es so, dass ich sagen würde, es ist cool, es ist ein geschlossenes System. Ein reproduzierbares System. Ein reproduzierbarer Prozess, der halt einfach immer wieder wiederholt werden kann in der gleichen Abstufung oder in der gleichen Grade, die halt dadurch zustande kommt. Das finde ich sehr interessant. Es ist aber auch so, dass es mich als Techniker theoretisch wieder einschränkt. Also ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich muss mir das System theoretisch mal angucken, um zu wissen, was dabei tatsächlich an Vor- und Nachteilen generiert wird. Was mich da wieder dran stört, es klingt insgesamt auch in allem Weiteren nach sehr closed shop. Also es ist aber reine Spekulation, Max. Konnte man daraus jetzt nicht wirklich ableiten. Es klang mit, sagen wir es mal so, ist meine Interpretation dabei. Auf der Google-Seite sehe ich so die generelle Bekundung der Zusammenarbeit ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil genau das auch im Dentalmarkt gebraucht wird. Einen Player, der irgendwie Ahnung davon hat, weil man sieht bei vielen Systemen, die sind, wie das auch von den Dentsply-Leuten beschrieben wurde, noch sehr zerklüftet, sehr voneinander losgelöst, dass da eine Zusammenführung auch vielleicht über einen äußeren Spieler zustande kommt, ist vielleicht nicht uninteressant. Da sehe ich aber riesen Probleme in der Datensicherheit. Ja. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen, was die Zukunft bringt. Wir werden das Ganze für euch auf jeden Fall weiter im Auge behalten und für das Event im Mai haben wir uns auch schon akkreditiert. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert natürlich den Kanal und läutet die Glocke. Bis denn.